Es ist ein neuer Tag und ich freue mich, dass du heute mit uns diesen Sonntagsgottesdienst feierst. Willkommen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Saul seinen Abwärtstrend als König begann. In dieser Woche werden wir Sauls Sohn kennenlernen, nämlich Jonathan. Jonathan ist genau das Gegenteil von seinem Vater. Saul, seine Angst machte ihn zum Narren. Saul traf Entscheidungen aus Angst. Im Gegenteil, sein Sohn, wenn er vor großen Herausforderungen steht, wird Jonathan nicht mit Angst, sondern im Glauben handeln. Jonathan wirklich ist der Mann, Saul hätte sein sollen. Jonathan hat den Charakter, den Saul fehlte. Und ich möchte es einfach von Anfang an gesagt haben. Wenn du jemand bist, der sagt, wow, in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, meine Eltern hatten einen schlechten Einfluss auf mich oder ich hatte keine guten Beispiele von Eltern in meinem Leben, dann darf ich dir heute sagen, dass Jonathan das Beispiel ist, dass deine Vergangenheit dich nicht definieren muss. Deine Eltern, dein Vater, deine Mutter müssen dich nicht definieren, wer du heute bist. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ein Christ bist, dann bist du eine neue Schöpfung und Gott definiert, wer du bist. Jonathan hatte kein gutes Erziehungsbeispiel. Sein Vater hat wahrscheinlich ihm nicht viel Gutes beigebracht, aber trotzdem zeigt Jonathan, dass er, wenn er vor Herausforderungen steht, im Glauben und nicht in Angst handelt. Und das werden wir auch im 1. Samuel Kapitel 13 lesen. Lass uns in Vers 16 anfangen. Die zurückgebliebenen Israeliten zogen hinter Saul her dem Feind entgegen. Sie kamen von Gilgal nach Gibea. Dort musterte Saul das restliche Heer. Es waren gerade einmal 600 Mann. Saul, Jonathan und die Soldaten lagerten bei Geba in Benjamin, die Philister bei Michmas. Schon bald schickten die Philister 3 Abteilungen von Soldaten in verschiedene Gebiete Israels. Sie sollten israelitische Dörfer ausplündern und verwüsten. Eine Truppe zog nach Norden in Richtung Ofra, in das Gebiet von Schual. Die zweite nach Westen auf Bet Horan zu und die dritte nach Osten zu dem Hügelzug, von dem aus man das Soboim-Tal und die Wüste überblicken kann. Also, Klartext. Saul und seine Männer sind jetzt in Gibea. Die Philister stehen in Michmasch. Du erinnerst dich vielleicht daran, in der letzten Woche war Saul und seine Männer ursprünglich in Michmasch, aber jetzt hat Saul schon Boden verloren und jetzt fängt auch noch der Feind an, vom Norden in den Westen und in den Osten noch mehr Boden zu gewinnen. Und so geht es doch auch bei uns, ehrlich gesagt, in unserem Leben. Wenn es brennt, wenn es eine Krise gibt, wenn es eine Herausforderung gibt in unserem Leben, dann kommen die Konflikte nicht von einer Seite, aber von überall. Und wenn du vielleicht momentan einfach in der Situation bist, wo es überall brennt, in deiner Beziehung, vielleicht als Mama und Papa, einfach große Herausforderungen mit den Kindern, vielleicht kracht es ein bisschen in der Ehe, vielleicht funktioniert es nicht so auf dem Job, vielleicht bist du momentan so im Krisenmodus. Ich möchte dich auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. In erster Linie kämpfst du eine geistliche Schlacht. Oft geht es uns auch so im Leben, dass der Feind uns von überall umzingelt und es fühlt sich oft so an, als ob wir wirklich die Schlacht bald verlieren. Petrus beschreibt diese Situation im 1. Petrus. Er schreibt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Feind versucht immer, den schwächsten Punkt in dein Leben zu finden. Er weiß, er kann dich zerstören, wenn er deine Kinder angreift. Er weiß, er kann dich zerstören, wenn er deine Ehe angreift. Der Feind möchte dich zerstören. Man sagt oft, dass das christliche Leben wirklich nicht einen Spielplatz, sondern einem Schlachtfeld gleicht. Und oft als Christen erwarten wir, dass unser geistliches Leben wie im Kindergarten auf dem Spielplatz ist. Es soll Spaß machen und es soll leicht sein, es soll kein Problem sein. Aber wirklich oft im Leben ist es mehr wie ein Schlachtfeld. Und wir dürfen nie vergessen, dass wir uns in einem Krieg befinden und dass wir daher immer selbstbeherrscht und wachsam sein sollen und vorbereitet sein, auch zu kämpfen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der hauptsächlichen Lage, dass unser Feind nicht andere Menschen sind. Unser Feind ist der Teufel, der uns zerstören will.
Wenn es momentan in der Ehe ein bisschen kriselt, wenn es schwer auf dem Job ist, darfst nicht vergessen, wer dein wahrer Feind ist. Wir lesen weiter im 1. Samuel 13 von Vers 19 an, dass Saul und seine Armee ein riesengroßes Problem hat. Das kannst du zu Hause mal in aller Ruhe lesen. Aber das große Problem ist nicht nur, dass die Philister ein viel größeres Heer, eine größere Armee haben als Israel. Nein, Israel, mit der Ausnahme von Jonathan und Saul, haben keine Schwerter und keine Speere. Wir lesen, dass es in Israel zu dieser Zeit keinen einzigen Schmied gab. In den Friedenszeiten gingen die Israeliten immer zu den Philistern, um Spaten und Äxte zu kaufen oder andere Werkzeuge zu besorgen. In anderen Worten, dies ist ein totaler unfairer Kampf, ein unfairer Krieg. Saul und seine Armee haben nicht die Waffen, die sie eigentlich benötigen, um zu gewinnen. Sie sind zahlenmäßig unterlegen und auch materiell gesehen haben die Philister einfach die Überhand. Die Philister haben die modernen Waffen und sie haben auch das große Militär. Was du aber jetzt nicht vergessen darfst, und das musst du einfach auch verstehen, wenn du diesen Text liest, normalerweise in der Geschichte von Israel ist das kein Problem. In der Geschichte von Israel sehen wir Zeit nach Zeit, Geschichte nach Geschichte, wie Gott sein Volk rettet, obwohl der Feind größer oder stärker ist, obwohl die Lage aussichtslos ist. Gott beschützt sein Volk. Und Saul vergisst das. Und später in seiner Karriere muss ein Teenager ihn nochmal daran erinnern. Im 1. Samuel 17 lernen wir ein bisschen diesen Teenager kennen. Er heißt David. David wird später Sauls Nachfolger sein. Und alle Soldaten, auch Saul, und Saul besonders, sollte eigentlich diesen Riesen Goliath bekämpfen. Alle hatten Angst, aber dieser Teenager David hatte keiner. Und David sagt im 1. Samuel 17, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch auch in unsere Gewalt geben. David erinnert seine Audienz, sein Publikum an, was in dieser Geschichte heute passiert, in 1. Samuel 13 und 14. Saul hatte kein Speer, hatte keine Schwerter für seine Armee, aber Gott war immer noch bereit, für sie zu kämpfen. Aber wir lesen weiter, das Problem war, dass Saul wartete. Wenn du weiter im Text liest, siehst du am Ende von 13, am Anfang von Kapitel 14, dass Saul setzt sich hin und wartet. Jonathan steht auf und handelt. Das lesen wir ab Vers 23. Die Philister hatten auch den Pass bei Michmas mit einem Posten besetzt. Eines Tages sagte Jonathan zu seinen jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er nichts davon. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Migron nahe Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester Ahia. Später lesen wir ein paar Sätze weiter. Von Sauls Leuten hat niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hat. Also unbekannterweise taucht Jonathan unter. Er und sein Waffenträger planen jetzt dieses kleine Militärmanöver. Sie diskutieren, was sie tun können. Du kannst weiterlesen. Jonathan schnappt sich seinen Freund, seinen Waffenträger und sie überwinden wirklich einen engen Pass. Sie müssen durch schwieriges Gelände gehen. Sie müssen in dieses feindliche Land reinschleichen und sie planen diesen Hinterhalt, um die Philister anzugreifen. Und in Vers 6 von Kapitel 14 lesen wir einen sehr interessanten Vers. Jonathan sagt, wer weiß, nachdem er den Plan erklärt hat, wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr. Dieses vielleicht von Jonathan war kein Zeichen von einem Mangel an Glauben, sondern Jonathan war bereit, Gott zu vertrauen, egal was passierte. Hier ist die Geschichte. Saul ist der König, er ist auch der General für das Militär. Die Philister greifen an. Saul sollte eigentlich sein Militär aufrufen und sagen, lasst uns kämpfen, aber er sitzt und wartet, er ist auf der Defensive. Jonathan, ein junger Mann, sagt, nein, Gottes Volk wird angegriffen, er bedroht uns, wir sollen unseren Gegner in der Offensive begegnen und wir sollen kämpfen. Er geht im Glauben einfach voraus und er sagt, hey, egal was das Auskommen ist, wir werden den Herrn
vertrauen. Diese gleiche Haltung kannst du auch im Daniel im Alten Testament lesen. Bevor seine Freunde in den Feuerofen geworfen werden, sagen sie zu dem König Folgendes in Vers 17. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du es wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Jonathan lehrt uns Folgendes. Wir leben in einem Kampf. Wir werden von dem Feind umzingelt. Der Feind will uns zerstören. Und wir haben wirklich zwei Entscheidungen. Entweder wir sind wie Saul, der einfach passiv aus Angst wartet. Er hat schon seine Soldaten verloren. Er will nicht handeln, weil er weiß nicht, was das Auskommen ist. Er will einfach nur warten. Oder sollen wir wie Jonathan sein? Er sagt, wow, Gott ist unser König. Gott ist unser Herr. Gott hat uns immer bewahrt. Und in seiner Souveränität wird er uns beschützen. Ich denke mir, wir alle können lernen, mehr wie Jonathan aktiv, offensiv zu sein. So viele Christen, die ich kenne, und ich muss sagen, ich bin selber einer, wie oft warten zu lange. Wir sind so defensiv. Wenn es einfach auch in Beziehungen schwer wird, dann warten wir, bis es wirklich ernst wird. Lasst uns einfach von diesem Text lernen. Sobald ein kleiner Angriff in unserem Leben passiert, sobald der Feind nur ein bisschen versucht, uns ein bisschen zu provozieren, lasst uns alles hinfallen und lasst uns auf den Boden gehen und den Herrn um Hilfe bitten. Für uns als Christen ist eine Realität. In diesem geistlichen Krieg sind die meisten Schlachten nicht durch unsere Taten gewonnen, sondern durch Gebet. Deine Schlacht, deine Herausforderung kann durch Gebet gewonnen werden, wenn wir Gott einladen, mit uns zu kämpfen. Die ganze Zeit in der Geschichte von Israel hat Gott Israel immer bewahrt und auch das Armee, das Militär, immer den Gewinn, den Sieg gegeben, wenn sie ihn vertrauten. Und Saul hat es einfach nicht getan. Er hat aufgegeben. Am Ende der Geschichte, Jonathan greift einen kleinen Posten an. Er und sein Waffenträger töten 20 Männer. Das ist ziemlich unglaublich. 2 gegen 20 und die 2 gewinnen. Gott ist auf ihrer Seite. Dann schickt Gott ein Erdbeben und das ganze Lager von den Philistern bricht in Panik aus. Dann kommt Saul und erschlagen sie die Philister. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Vergiss nicht, Saul und sein Heer haben keine Waffen. Sie sind in der Unterzahl. Gott benutzt Jonathans Glauben und er benutzt einen Erdbeben, um die Sache zu verhindern. Du darfst es nie vergessen, auch in deinem Leben heute. Vielleicht fühlst du dich in der Unterzahl, du fühlst dich in der Minderheit, du fühlst dich, dass der Feind von allen den Seiten dich umzingelt und dass er mehr und größere Waffen hat. Darf ich dir sagen, es ist ein unfairer Kampf. Der Feind umzingelt uns. Er hat alle Waffen und wir sind waffenlos. Wir können nicht so kämpfen, wie der Feind kämpft. Und wir fühlen uns, als ob, Mann, dieser Kampf ist unfair. Darf ich dir sagen, als Gottes Kind, ja, der Kampf ist unfair, aber es ist im Gegenteil, weil du gewinnen wirst. Wenn du ein Kind Gottes bist, wird Gott dir auch den Sieg geben. Keine Waffen gegen dich werden gewinnen können, denn der Herr steht auf deiner Seite. Wir lesen am Ende der Geschichte, 1. Samuel 14, Vers 23, dass so befreite der Herr an diesem Tag die Israeliten aus ihrer auswegslosen Lage. Israels Lage war auswegslos. Sie hatten keine Waffen, ihr Militär war viel zu klein, ihr Anführer Saul war ein Feigling, er hatte Angst, er hat nicht irgendwie sein Volk und seine Armee richtig geleitet. Aber Gott benutzte Jonathan, einen jungen Mann, der sagte, wow, ich habe nicht viel, aber ich habe ein Schwert, ich habe einen Waffenträger, ich werde diesem Feind begegnen und ich werde mit Gottes Hilfe kämpfen. Gott benutzt unser Handeln, Gott ehrt uns, wenn wir im Glauben weiterkämpfen. Und lasst uns nie vergessen, da Gott auf unserer Seite steht, ist es ein unfairer Kampf, denn wenn er auf unserer Seite steht, dann werden wir auf jeden Fall gewinnen.
Lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass wir mit dir kämpfen können. Und wir danken dir, dass du mit uns streitest, dass du neben uns und hinter uns stehst, dass wir einfach dir vertrauen können. Und ich bete einfach für diejenigen, die momentan in großen Herausforderungen leben und einfach große Herausforderungen haben, Herr. Ich bete, dass du ihnen den Sieg gibst, dass du ihnen Gnade und Freude schenkst, dass du ihnen auch einfach beistehst, dass sie nie vergessen, dass sie nie alleine sein können. Ich bete einfach, dass in den kommenden Tagen, dass wir einfach von Wundern in Beziehungen hören, dass wir hören, wie du auch auf der Arbeit Menschen den Sieg schenkst. Für diejenigen, die einfach geistlich momentan ein bisschen wie Saul sind, einfach immer am Sitzen und am Warten sind. Ich bete, dass du ihnen ein bisschen Feuer schenkst, dass du ihm Energie schenkst, dass du ihnen Mut und Kraft schenkst, aufzustehen und für dich und für deine Ehre zu kämpfen. Und wir werden dir dafür die Ehre geben. Amen. Lass uns gemeinsam unseren Gott anbeten und gemeinsam mit Stefanie und Elias singen. wenn meine Zeit dann gekommen ist, will meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre in
Barmherzigkeit und Liebe fließen von dem Thron, ja, Jesu. Wir singen